der Timo, ich bin der Sänger von Our Mirage. Hi, ich bin der Manuel, ich bin der Bassist und zweite Sänger von Our Mirage. Ich bin der Daniel, ich bin der Drummer von Our Mirage. Ich bin der Steffen und der Gitarrist von Our Mirage. Dieser Steffen. Alles nochmal. Also ich hatte Musikunterricht, was Gitarre und Bassspielen damals anging. Oh, Schlagzeugunterricht hatte ich auch. Und sogar Bongo-Unterricht. Ja, ich hatte sogar schon Klavierunterricht. Und Gesangsunterricht hatte ich auch. Also es war aber trotzdem Learning by Doing und Unterricht. Beides. Ja, also ich hatte auch Unterricht, aber ich hatte wohl Klavierunterricht. Das hat nicht viel mit Bassspielen zu tun. Bassspielen und Singen habe ich mir aber beides wohl selber beigebracht. Also das war eher Learning by Doing für die Sachen, die ich in der Band benutze. Und wie hast du Schauten gelernt? Schauten hat mir der Timo Bonner Shouting-Bot beigebracht. Ich hatte auch Unterricht, aber nur ein Jahr und auch nur Schlagzeug und danach habe ich mich weiter fortgebildet selbst. Ich hatte ein Jahr Gitarrenunterricht und das meiste habe ich mir wirklich selbst beigebracht. Also ich glaube, wir alle wollen unbedingt mal Amerika auf jeden ja, Fall. USA, Australien auf jeden Fall auch. So, und so eine Russland-Tour habe ich dann auch. Ja, oder so Japan. Japan, Wenn die, aber nur wenn die uns krass feiern, die Leute. So. Ich bin mehr so der herzhafte Maus. Das ist, glaube ich, so beides. Ich glaube, das ist so stimmungsabhängig. Ob süß oder herzhaft. Ja, denke ich bei mir auch. Stimmungsabhängig. Und ich frühstücke eigentlich gar nicht. Aber wenn ich wählen könnte, würde ich glaube ich auch eher herzhaft nehmen. Ich bin dann eher so der. Ist nicht der süße Typ, ne? Nee, ich bin eher der aggressive. Heute Morgen hatte ich noch eine Pizza. Ich schwöre. Also das ist bei mir auch Frühstück, aber es ist halt um 1. Es ist halt um 13 Uhr immer, ja. Slipknot. Ich war absoluter Slipknot-Fan zu der Zeit. 14. Bull for Valentine und A Day to Remember. Auf jeden Fall A Day to Remember. Das war vor 4 Jahren. Der bei mir war es Architects. Architects, A Day to Remember. Gab es hier schon als die vierte so? Mit 14. Mit 14? Mit 14, Ja, Nicht 2014. nicht mit 2014. Ja. Also 1984, ne? Also 14 war es. Mit 14, ja. Auch nur Bullet for Valentine, A Day to Remember. Damit ging es los. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe damals viel Sausen gehört. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendeiner kennt. Ja, ich kenne die. Ja. Habe ich schon mal gehört. Ich habe auch die Ärzte damals gehört. Ich glaube, das kennt man auch nur in Deutschland. Ansonsten weiß ich nicht mehr. Also beides macht unglaublich viel Bock. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele große Festivals gespielt. Können wir, glaube ich, an diesem Punkt noch gar nicht richtig sagen. So. Ja, Aber es macht beides mega Bock. Beides macht mega Bock. Ich fand aber bis jetzt auch immer, dass die Club-Shows ein bisschen mehr Spaß gemacht haben, weil Weil es irgendwie auch viel voller war. es ist genau, es eine ist so geile voll. Stimmung als auf dem Festival. Beim Festival hast du bunt gemischt und in Clubshows hast du schon. Da sind die meistens nur wegen einer Band da oder. Ja, da herrscht einfach eine ganz andere Energie. Das gibt einem einfach so viel Power auf der Bühne. Das ist auf jeden Fall. Macht immer sehr viel Spaß, so kleinere Shows auch zu spielen. Machen wir sehr gerne. I'm standing on the roofs of this town. It's like Wir beide, glaube ich, beide Dexter, ne? Ja, Dexter. Lieblingsserie, auf jeden Fall. Lieblingsfilm ist von mir Herr der Ringe, Star Wars und alle Marvel-Filme. Star Wars bin ich Star dabei. Wars bin ich auch dabei. Lieblingsserie war bis jetzt mit Abstand Breaking Bad. Das ist auch geil. Und Game of Thrones eigentlich auch. Ja, Gibt so viele. Eigentlich. es gibt Ja. so viele gute. Deine Bei mir Maus ist hier. der Klassiker Die Simpsons. Und Film würde ich sagen Get Him to the Greek. Was? Get Him to the Greek, Männertrip. Noch nie gehört, ey. Was? Okay. Warte, ist das das, Ich bin falsch hier. wo der den Superstar da abholen soll? Ja, genau. Genau, aus London, alles Ja. geht schief und die Ja. dann übelst einen Drogentrip schieben. Ja. Ah, doch, ja, der ist ganz gut. Brooklyn Nine-Nine, auch eine sehr geile Serie. Ja. Sehr gut, ja.
Okay. And all that I have left is just this view. Rumpel. Aber Also mein Leben besteht quasi nur aus Musik. Ich mache eigentlich nichts anderes. Ich treffe mich mit Freunden, Familie, Freundin. Ja, also bei mir auch. Freunde, Familie. Ich habe wohl noch einen normalen Job. Ich arbeite noch an der Grundschule im offenen Ganztag und studiere halt Grundschullehramt. Also ich werde mal Lehrer Rockstar. Ja, ich freue mich drauf. Ja, ich habe auch einen normalen Job. Ich bin Mediengestalter. Ansonsten ja, viel mit Freunden und mit der Familie was machen. Mit der Freundin. Das war wichtig noch, ne? Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Freunde, Familie, Freundin und mein normaler Beruf Erzieher. The air is cooling down. Im Kindergarten wollte ich, da fand ich die Rasenmäher immer so richtig geil. Und das wollte ich dann werden. Aber ist, Du wolltest Rasenmäher werden. so Garten- und Landschaftsbau. Aber daraus ist leider nichts geworden. Zum Glück. Als ich klein war, wollte ich vieles werden, aber eine Sache habe ich voll durchgezogen, habe alles dafür getan. Ist nicht passiert. Ich wollte Ornithologe, also Vogelforscher werden. Ich habe so zig Bücher zu Hause gehabt mit Vögeln und ich konnte alles auswendig. Ich kann heute immer noch ganz viele Vögel am Himmel bestimmen, das ist super toll. Was wolltest du werden, Marv? Ich hatte nie so einen richtigen Wunsch. Ich habe mich da nie festgelegt. Ich wollte mal Polizist werden, mal Ich wollte eine Feuerwehrmann, große so die Maus werden. üblichen Sachen. Ansonsten habe ich halt immer daran gedacht, mit Ammoniak durchzustarten. Früher eine Mission oder was? Ja, ich wollte früher immer Ingenieur werden. Hatte aber dann spontan keine Lust mehr drauf und dann habe ich mir gedacht, nee, geh doch mal studieren, das wäre nicht geiler. Hab schon abgemacht. Musik und Englisch. Englisch oder Erdkunde? Erdkunde. Ja, LK gehabt, oder? Frag mich eine Hauptstadt, ich weiß die nicht, aber ich hatte Erdkunde LK. Alles gut, alles gut. Ja, bei mir war es auch Musik und Englisch. Ich hatte auch Musik als Lieblingsfach und tatsächlich Wirtschaft zuletzt. Also Wirtschaft war cool. And in this way to cry. Ich kenne die alle jetzt seit 1,5 Jahren, ne? Ja, Seit 1,5 Jahren. Stiff ist am jüngsten bei uns. Aber Ähm, älteste will ich nicht. Aber am längsten aus der Band kenne ich den Maus. Wir haben uns Sehr früh kennengelernt. ja, Anfang 2013 haben wir uns richtig kennengelernt, glaube ich. Nee, ich glaube, es war sogar Ende 2012, weil Anfang 2013 waren wir schon auf der Bühne. Stimmt, genau. Ende 2012, seitdem kenne ich ihn. Wir kennen uns 2013. Ja, Anfang 2013. Ich habe ihn gehasst am Anfang. Ja, Da war er so richtig nervig auf YouTube, hat mich angeschrieben. hat sich alles zum Besten gewendet. Ja, ich finde, ich habe alles richtig bester gemacht. Freund so. Ja, aus Versehen. Ja, und Stiff halt echt Der Stiff ist angeheiratet, oder? seitdem die Band. Eigentlich wollte ich mich gar nicht dabei haben. Ja. Ja. Und ihr beide kennt euch Wir kennen uns auch. seit 2013 auch. 2013, ja. Broken Fairy Tale Show Genau. einmal ausgeholfen. Das ist schwer zu sagen. Ich find's, ja. Also aktuell bin ich halt sehr glücklich mit der Musik. Bin auch ein bisschen zufrieden mit der Band. Nein, das ist ein bisschen. Nein, also momentan ist alles super. Ich sehe momentan noch keinen Grund, irgendwie einen kompletten Richtungswechsel einzuschlagen. So, aber man weiß ja nie, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert. Vielleicht werde ich auch mal krasser Rapper. Meine ist Timo Bonn. Als erstes. Ja, weil das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Andere Bands wahrscheinlich auf jeden Fall, auch andere Musiker. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt nicht unbedingt unsere Inspiration nur jetzt von Bands, die jetzt dieselbe Musikrichtung machen. Ich glaube, das ist ziemlich breit gefächert und dann versuchen wir da irgendwie unsere Richtung draus zu prägen und ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin bis jetzt. Ich habe mit
10. In der Band oder komplett in der Band? Generell. 10. Bei mir war es, glaube ich, auch mit 10 Jahren. Da habe ich aber noch Klavier gespielt und seitdem ich 11 oder 12 bin, Schlagzeug. Also ich habe, glaube ich, seit ich 5 bin ich schon Klavierunterricht genommen. Und dann irgendwann auch natürlich ein bisschen Gitarre und so selber noch beigebracht und dann halt versucht, mich auf Vocals zu konzentrieren und dann kam halt das mit der Band. Aber die Anfänge sind bei mir bei 5 Jahre alt. Okay, ich hatte glaube ich auch mit 6 oder 7 Ja, schon okay, dann müssen wir- Klavierunterricht, aber Ich erzähl hatte ich den nicht, weil ich da durch. keinen Bock drauf hatte. Ich hatte den durch, bis ich 15 bin. Ich hatte den ziemlich lange, 10 Jahre. Ich habe immer so getan, als würde ich mir nichts merken können, habe extra falsch gespielt. Da hat der Klavierlehrer irgendwann zu mir so, ey, das kann doch nicht sein. Da hat ja mein Papa gesagt, das bringt nichts, ich habe kein Musiktalent. Manipulativ, der Timo. Grüße gehen raus. Ja, er ist mein bester Freund hier. Wir Ne? geben Gas. Ja. Die linke Brust ist auch wichtig. Ja? So, aber wir haben irgendwie nicht so viel Zeit, uns dann auch wirklich privat so in der Bandkonstellation zu treffen, weil ich meine, Manuel wohnt halt auch ein bisschen weiter weg. Ja. Ich wohne mittlerweile in Wesel. Wir beide fahren, er fährt eine Stunde hierhin, wenn Stau ist 2 Stunden. Ja. Ich fahre eine Stunde Also her. immer. Hier fährt 40 Minuten her. Maus. Ich wohne hier. Ja, Impro. so. Aber wir haben uns jetzt schon was im Terminkalender eingetragen, wo wir uns demnächst alle zusammen außerhalb von der Probe mal treffen. Auf ein Ja! Muss ich sagen, das Albright, das war schon Ed Bright fandst du geil? Ich fand war die mega geil. Never Back Down Show eigentlich auch ziemlich geil. Ziemlich coole Atmosphäre war. Aber Ed Bright hast du recht, war auf jeden Fall eine coole war- Erfahrung, mal ja. vor so vielen Leuten zu spielen. Ja, und sonst halt Album-Release natürlich, ne? Ja, definitiv. Also ich glaube, für mich gab es mehrere sehr, sehr große Momente dieses Jahr. Ich glaube, der erste große Moment war, wo ich mit dem Stiff die letzte Note vom Album eingespielt hatte ja. und wir gesagt haben, so jetzt sind wir fertig, jetzt suchen wir uns ein Label. Dann, nächster große Moment war, als wir dann einen Vertrag bekommen haben, als die E-Mail kam und die uns unbedingt haben wollten. Dann Album-Release, Albright Festival und die Never Back Down Show war schon Hammer. Das waren so meine Momente bisher. Und ich denke mal, da wird noch ein riesiger Moment kommen am Ende des Jahres, wenn wir auf Tour gehen. Ja. Zurzeit ja. 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 Wenn es so weitergeht, exponentiell auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall auf Potenzial einem da, guten Weg dahin, aber wir haben natürlich schon so viel erreicht, wie wir uns das am Anfang gar nicht hätten träumen lassen können. So, und jetzt sind wir hier. Ich fand, das war auch ganz komisch, das Album in der Hand zu halten. Irgendwie im Saturn oder so. Jo. Also es war Krass. schon ein geiles Gefühl. Ja. Boah, Boah. ich glaube, wir beide sind Wir uns da auf sehr jeden einig. Fall. Telly von The Word Alive oder Caleb Schirmer von Beartooth. Und Sam Carter wäre auch geil. Sam Carter, der natürlich auch fett von Architects. Ja. Ja, und du, was machst du? Oliver Sykes. Ja, und das ist ein bisschen utopisch. Kauf. Das sind genau 2 Worte, ein Paar. Ja, keine Ahnung. Also Live-Helden waren ein echt ein schönes Ei, was wir gelegt haben. Haben wir lange drauf gebrütet. Das ist geschlüpft. Und nee, es ist nicht geschlüpft, sondern es rollt einfach und wird rollt größer. Und ja, kauft es. Ich glaube, meine Lieblingslieder vom Album sind Lost und The Unknown. Ja, ich antworte nicht, weil es sind genau die gleichen. Lost und Believe. Bei mir ist es Lost und Alle. Fading. Ja, stimmt. Fading. Wobei Stiff hat recht, Belief ist auch noch ein sehr einer meiner Lieblingssongs. Ja, stimmt.
Die 3. Ja, also wir haben eigentlich eine ganz klare Aufgabenverteilung in der Band. Jeder bringt irgendwie was Bestimmtes in die Band, irgendein Fachwissen, was wir uns dann natürlich zunutze machen. Manuel zum Beispiel ist sehr gut mit Zahlen und Mathe, Verpacken. Genau, er macht das Finanzielle bei uns, regelt das. Persönlicher Kontakt kann ich auch sehr gut. Genau, er knüpft auch gerne Kontakte, er ist ein sehr offener, kontaktfreudiger Mensch. Ja, ich mache die Musik und die Aufnahmen und manage uns quasi, also ich mache das Management der Band. Ja, Maus macht so Technik-Sachen, Designs, unser Licht hat er durchprogrammiert, unsere Shirts hat er designt und ja, auch Social Media mit mir zusammen. Und Stiff spielt sehr gerne Gitarre. Muss er auch mal sagen. Und Ja, auch so ein bisschen beim Songwriting ja, genau. mische ich mich ein. Und was auch so Techniksachen angeht, zum Beispiel Ja, unser Rack. Live-Ton und Rack und so. Ja. Das ist Steve auch immer dabei. Wir haben uns auch extra seitlich hingesetzt, weil die beiden sind krank und dann wollen wir sehr wenig mit denen zu tun haben. Oh nein! Nee, wir verstehen uns eigentlich alle super mega gut. Ich glaube, wir hatten jetzt noch nie irgendwie Streits untereinander oder so und Gar nicht. wir würden auch, wir glaube sind ich, nicht sehr dazu kommen. harmonisch. Ja. Sehr harmonisch auf Wir jeden sind Fall, ja. eigentlich immer einer Meinung und wenn es mal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann Ist das meistens der Maus und wir drei sind wegen der anderen Meinung. Ist schön, dass du das ansprichst. Das reicht dann auch für heute. Ja. nee, wir diskutieren halt einfach mal kurz oder so, aber nicht, dass wir irgendeiner sauer wird oder so. Und Ja, und wenn wir ja diskutieren, kommen wir auch auf einen gemeinsamen Nenner. genau. Und im Endeffekt sind wir dann alle mit dem Ergebnis zufrieden. Also Ich bin immer der Zähler. Also die sind der Nenner und ich bin Der der Maus ist immer Zähler. der Erzähler, ja. ja, also wir schreiben schon, seit vor dem Release von Lifeline schreiben wir schon am Album Nummer 2. Und es geht gut voran. Sehr gut sogar. Ja. Also, wenn das so weitergeht, sollte das Album eigentlich schnell durch sein, das nächste. Und wer weiß, wann es losgeht. Zeit für die Outtakes. Da wird bin ich auch noch. im Pool sitzender Country-Sänger. Ja, das auch. Oh, ich hab mir meine Füße geklatscht. Country Roll. Was ist los? Soll ich die Interviewerin wechseln? Das ist ein Rasenmäher. Das ist doch ein lustiges Bild. Ja. Das müsst ihr reinschneiden, dass eine kleine Unterbrechung wegen euch war. Okay. Vielleicht beruhigt mich das. Im American heute auch noch Zeit für die Interviews, wenn wir jetzt hier noch länger brauchen. Oh nein. Denkt dran, 23 Uhr habe ich einen Friseurtermin, ne? Also kleines bisschen jetzt anziehen, das Tempo, dann Was ist ist alles das für ein gut. Termin überhaupt? Waschen, schneiden, lecken? Nee. Letztes Video Pickel und Dick. Jetzt war ich schnell. Oder der Labello. Im Labello. Ich habe immer Labello gemacht. Falls wir die Lippen aufreißen. Ja, wir haben uns nur über die geilen Sprüche vom Maus gerade. Okay, warte, ich muss die Tränen wegwischen. So, ich bin wieder da. Mit einem Lachflash. Der war gut.